Ja, hallo, hier ist nochmal Klaus Schlagmann mit einem Beitrag über den Narzissmus-Trick, also was man mit diesem Narzissmus-Begriff alles machen kann und jetzt mal in so einem größeren Zusammenhang betrachtet. Also, was hat das auch jetzt mit dem, was gerade aktuell ist, mit Epstein zu tun? Was hat das mit Frühsexualisierung zu tun, mit Sigmund Freud, mit Psychoanalyse und auch ja mit Raphael Bonelli? Und ja, wenn ich ihn jetzt hier gleich am Anfang zitiere, da wird er mal auf KlarTV so zitiert mit: Die Frühsexualisierung der Kinder enthält das Muster der Pädophilen schlechthin. Und dann auch noch mit der Äußerung, dass der Täter beim betroffenen Kind zuerst dessen Aufklärung fördert und in ihm ein außergewöhnliches, nicht altersentsprechendes Interesse an Sexualität weckt. Also, da kriegen wir jetzt vermittelt, dass der Herr Bonelli, so wie er das mit seinen Worten zum Ausdruck bringt, quasi die Frühsexualisierung auch kritisch sieht, das eben auch so in den Zusammenhang der Pädophilie rückt, also dass die Pädophilen ja quasi das auch benötigen, dass man eben dem Kind so quasi sexuelle Dinge aufdrängt. Also das ist das, was Herr Bonelli so mit seinen Worten sagt. Von der Handlung her allerdings ist es so, ja, Herr Bonelli gibt sich auch immer wieder so als großer Anhänger von Sigmund Freud zu erkennen. Also er selbst ist auch Dozent oder Professor an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien. Und ja, es gibt immer wieder auch Äußerungen zu Sigmund Freud, was er so Tolles gemacht hat, aber eben sehr geschickt auch eigentlich verpackt in so irgendwelche Kritik. Und das ist jetzt zum Beispiel typisch, also ich halte das eher so für eine PR-Maßnahme. Und ja, das ist eigentlich schon recht alt, also es gibt schon hier so eine ältere Schrift, das ist nennt sich Süddeutsche Monatshefte, Heft 2, 23. Jahrgang, 23. Jahrgang, August 1931. Und das ist betitelt Gegen Psychoanalyse. Und da werden jetzt verschiedene Autoren vorgestellt, die jetzt so, ja, erstmal auftreten als Personen, die jetzt gegen die Psychoanalyse antreten, dann aber, ich lese da gleich mal was vor. Also ein Siegfried Platzek in Berlin in seinem Beitrag Gefahren psychoanalytischer Behandlung, der dann will das jetzt gar nicht weiter ausführen, aber dann am Schluss liest man da: Meine knappe Schilderung dürfte ausreichen, die Gefahren der Psychoanalyse erkennen zu lassen. Dass Freud sie nicht selbst zu hindern versuchte, erscheint mir besonders bedauerlich, da ich in Freud einen ungewöhnlich neuschöpferischen Denker sehe und sein Verdienst um eine scharfsinnige Aufklärung von bislang kaum beachteten Seelenzuständen stets anerkennend betont habe, nicht zuletzt sein Verdienst einer petrefakt gewordenen Wissenschaft, genannt Psychologie, einen wesentlichen Antrieb gegeben zu haben. Also eingekleidet in so eine pseudokritische Laberei wird jetzt eben am Ende nochmal hervorgehoben, was das doch für ein großartiger Denker gewesen ist. Ich werde gleich noch ein bisschen was zu diesen großartigen Gedanken zu sagen, anhand einer Schrift, die damals schon über 25 Jahre lang gedruckt vorgelegen hat, nämlich dem Bruchstück einer Hysterieanalyse. Oder eben in dem folgenden Aufsatz heißt es dann: Erinnerungen einer Patientin von einer Helene Klepeta aus Wien. Der beginnt so: Es dämmert und ich sitze vor dem wandhohen Spiegel. Mir gegenüber ist die Tür. Sie sah aus wie ich. Graues Haar, trotz einfacher Mittel gewählte Kleidung, geübte Sprache, beste Vorkriegserziehung, große Augen in einem bleichen Gesicht. Hielt ich einen Selbstdialog oder sprachen wir zusammen? Kam das Wort aus einem Mund? Was hältst du von Freud? Und jetzt kommt so quasi wie so ein Dialog mit diesem Spiegelbild. Die Frage überraschte mich nicht. Im Leben gibt es sonderbare Zusammenhänge und oft muss ein Teil unseres Ich den anderen in uns beschwichtigen.
Jetzt kommt die Antwort quasi von der anderen Seite. Freud ist ein einzigartiger, tiefer Denker. Wir verdanken ihm einen Umbau auf dem Gebiet der Psychologie, der Erziehung, der Völkerkunde, der Kunstanschauung, der Religion, der Rechtslehre. Jetzt der andere Teil. Als Prometheus den Göttern das Feuer raubte, wusste er, dass er damit zugleich Brandstifter schaffen könnte? Jetzt der andere Teil. Machst du ihn verantwortlich dafür, dass wir erfahren haben, dass unter unserer dünnen Zivilisationsschichte, so wörtlich, also es heißt nicht Geschichte, sondern Schichte, Urtriebe schlummern, dass die Menschheit im Grunde bloß jung ist, dass ein Es das Ich überragt? Wieder der andere Teil, den Verantwortlichen kenne ich nicht. Wessen Schuld aber ist es, dass ich meine analytische Behandlung mit einer schweren Neurose büßen musste? So, und jetzt beginnt sie dann irgendwie zu erzählen, dass die Psychoanalyse bei ihr ja doch schwierig gewesen ist. Aber ja, wir haben schon mal vorab irgendwie mitbekommen, dass das doch ein großartiger Denker gewesen ist, der der Menschheit so viele überraschende, wichtige Einsichten gebracht hat. Und ja, das ist ja so ein typisches Narrativ. Ja, das hat die Menschheit schon sehr gekränkt, dass da eben unter der Schicht der scheinbar zivilisierten Menschheit irgendwie ganz perverse, extreme Triebe lauern. Also das ist aus meiner Sicht eben ein Propagandastück und nichts anderes gegen Psychoanalyse. Eigentlich geht es darum, eben in die Welt zu setzen, wie genial doch die Ideen von Freud gewesen sind. Und ja, ähnlich, glaube ich, findet man das auch bei Raphael Bonelli. Also wenn ich mal gucke, was er da so dann von sich gibt. Er gibt ein Interview im Jahr 2014 zum 75. Todestag von Sigmund Freud, überschrieben mit „Man muss Freud heute entmythologisieren". Also das ist ja schon mal kritisch, der ist jetzt irgendwie mythologisiert, jetzt müssen wir den mal entmythologisieren. Also ja, er sagt jetzt natürlich nicht, was da jetzt genau falsch oder fehlleitend ist. Und dann kommt zum Beispiel so eine Äußerung, da hat er jetzt noch irgendwas gesagt, das hört sich an, als könne man aus heutiger Sicht kaum ein gutes Haar an Freud lassen. Und dann Bonelli, fachlich hat sich Freud natürlich große Verdienste erworben. So besteht sein zentraler Beitrag für die heutige Psychotherapie etwa in seiner Erkenntnis, dass man einem Menschen helfen kann, indem man die unausgesprochenen Dinge ausspricht, so ins Bewusstsein holt, mit der Vernunft bearbeitet und dadurch eine Änderung des Verhaltens- und Gefühlslebens hervorruft. Das ist das heutige Prinzip der Psychotherapie, das eigentlich auf Freud zurückgeht. Also das ist schon mal wirklich, wenn man sich mit Psychotherapie auskennt, dann weiß man zum einen, dass das, was er da jetzt anspricht, eben auf die Psychanalyse zurückgeht. Und das ist das, was eben im Jahr 1880 bis 82 der kluge Josef Breuer zusammen mit seiner Patientin Bertha Pappenheim entwickelt hat, als eben Therapieverfahren ohne O-Psychanalyse, was Sigmund Freud dann in kurzer Zeit zu einer Psychoanalyse vollkommen pervertiert hat. Das zum einen. Und zum anderen, wenn man sich eben anguckt, ja, was muss denn jetzt ausgesprochen werden? Also da werde ich jetzt auch gleich nochmal auf Freud selbst eingehen, auf eine seiner frühesten Fallstudien, dem Bruchstück einer Hysterieanalyse. Da merkt man, ja, worum es eigentlich geht. Und das hat eben auch was mit Frühsexualisierung zu tun, das muss man sich klar machen. Und ja, Bonelli gibt sich jetzt ganz naiv und tut so, als wüsste er nicht, was der Freud da eben, ich würde sagen, Verbrecherisches getrieben hat. Er hat das menschliche Bewusstsein unterminiert, er hat den Menschen eingeredet, dass sie eben voller perverser Schweinereien seien von Geburt an, also eben Freuds Satz, das Kind ist polymorph pervers, das steckt da quasi dahinter als Idee. Und ja, Bonelli tut so, als wüsste er nicht, worum es geht. Also tut ja so quasi, als hätte Freud ja recht
gehabt damit, dass er die Leute so quasi drängt, ja auszusprechen, was sie für Schweinereien im Kopf haben. Also das ist das, was Freud macht mit einer ungeheuer suggestiven Energie. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, was Bonelli selbst macht, also wenn man seine Fallanalysen sich anschaut, der hat er ja einige ins Netz gestellt, dankenswerterweise. Ich finde das so erbärmlich, das ist sowas von unempathisch und unfähig, sich in die Geschichten von Menschen einzufühlen, und er ist jetzt derjenige, der den Leuten da alles Mögliche unterstellt und suggeriert, was da jetzt eigentlich in ihnen los ist, und der überhaupt nicht zuhören kann, also der den Leuten in keiner Weise irgendwie hilft, die angemessenen Worte für das zu finden, was sie selbst erlebt haben, sondern er ist derjenige, der denen dann versucht auszureden, ja, also das mit dem Selbstwertgefühl, ja, das ist alles jetzt Psychologie der 80er Jahre, alles Quatsch, es geht eigentlich um Perfektionismus, das ist das, was ich bei Ihnen jetzt sehe. Und ja, eben, der Unterschied ist, Selbstwertgefühl ist etwas, was durch das Außen natürlich auch gestärkt und angeregt wird, während Perfektionismus, das ist ja jetzt eben das, was man sich da im Kopf vielleicht eben selber zurechtdrückt. Also das ist typisch psychoanalytisch. Der Mensch ist nicht durch Traumatisierungen bestimmt in seinem Leben, sondern es geht überwiegend darum, dass man sich selbst sozusagen da mit seinen falschen Gedanken auf die falsche Spur führt und dadurch jetzt ein Problem hat. Das ist eben das, was Freud im Grunde in die Welt gesetzt hat und was eben so Kandidaten wie Bonelli auch noch bis heute betreiben. Und eben Bonelli tut jetzt so, als wüsste er nicht, dass eben der Freud so quasi der zentrale Prophet der Frühsexualisierung ist. Und obwohl er jetzt eben mit Worten so quasi diese Frühsexualisierung zurückweist und eben auch betont, dass diese Art von Frühsexualisierung quasi pädophilen Strebungen Vorschub leistet, obwohl er das mit seinen Worten quasi zurückweist, ist eben dadurch, dass er den Propheten der Frühsexualisierung, nämlich Sigmund Freud, so quasi immer wieder in den Himmel hebt und da so tut, als wären das geniale Entdeckungen gewesen, die er da gemacht hätte, macht er das genau dasselbe, was man eben schon 1931 gemacht hat. Man tut so, ja, gegen Psychoanalyse und wir sind ja heute viel weiter und ja, da hat er aber Verschiedenes auch wirklich jetzt nicht so richtig gesehen, aber ja, also epochale Abhandlung schreibt der Bonelli zum Beispiel über Freuds Einführung in den Narzissmus von 1914, das schreibt er in diesem Buch Männlicher Narzissmus. Also das ist dann epochal und ist eben jetzt hier in diesem Beitrag für die katholische Kirche, hat große Verdienste erworben, zentraler Beitrag und eben ja, Therapieverfahren, bla bla bla. Oder im RPP-Magazin überschrieben Freuds größter Fehler. Und ja, jetzt, wenn man den ganzen Text dann drunter nachguckt, das Wort Fehler kommt kein einziges Mal vor. Und eben, dass man jetzt tatsächlich irgendwann einen Fehler herausarbeiten würde, ja, das beschränkt sich dann darauf zu sagen, ja, der hat das mit dem freien Willen, oh, das hat er nicht verstanden. Wir haben doch den freien Willen und da hat er eben viel zu viel dem Es überlassen. Und gleichzeitig sagt er dann aber, Freuds brillante Leistung, den Bauch, also die Gefühlswelt des Menschen zu analysieren, ist zu würdigen. Ja, genau, das ist brillant. Also was er da so an Gefühlswelt in den Menschen entdeckt hat, das werde ich eben auch gleich noch anhand dieser Studie, Bruchstück einer Hysterieanalyse, darstellen. Nämlich da geht es genau um Frühsexualisierung. Da wird mit aller Macht einer jungen Frau unterstellt, suggestiv wird ihr eingeredet, was sie da alles für perverse sexuelle Wünsche und Fantasien hatte, eben als Kind, schon als
Ja, es gibt eine Episode mit 13 Jahren vor allem, die ist sehr interessant, beziehungsweise dann auch mit 15. Also das ist Raffaele Bonelli, der mir ja nicht erzählen kann, dass er dieses Bruchstück, eine Hysterieanalyse, nicht kennen würde. Und ich werde auch noch zitieren, also auch dazu gibt es einen Ausgabe dieses Textes, wo die Herausgeber wirklich diese ganz, ganz krasse, massive Sexualisierung von den Handlungen dieser jungen Frau quasi noch dann in den höchsten Tönen loben und preisen. Also das sind die treuen Gefolgsleute, die diese freudsche Frühsexualisierung weiter aufrechterhalten und eben weiter in die Welt tragen, eben schön getarnt mit so pseudokritischen, ja, wir sehen das ja ganz anders und heute sind wir ja viel weiter, aber das und das war ganz genial, was er da gemacht hat und das ist einer der interessantesten und literarisch wertvollsten, wichtigsten Texte von Freud. So, da komme ich aber dann gleich noch drauf. Also da mal der Zusammenhang hergestellt von Raffaele Bonelli mit seiner eben gespaltenen Position, was die Frühsexualisierung betrifft, eben einerseits mit den Worten, um Gottes Willen, das führt eben in die Pädophilie und eben von der Handlung her, er stützt das perverse Gedankengebäude von Sigmund Freud, ist ja auch in diesem Dienst tätig an der Privatuniversität Sigmund Freud in Wien. Und kaschiert sozusagen nur, ja, irgendwie, was der Alte da eigentlich in die Welt gesetzt hat. Und das ist eben ganz, ganz krass. Mir ist übrigens im Nachhinein noch klar geworden, dass ich noch etwas dazu ergänzen wollte. Also wenn man mich fragen würde, was war Freuds größter Fehler, dann würde ich ganz klar sagen, der größte Fehler besteht in dieser zwanghaften Frühsexualisierung. Und dass er sozusagen alle psychischen und psychosomatischen Symptome darauf zurückführen will, dass der Betreffende als Kind oder als Kleinkind irgendwelche perversen Fantasien im Kopf hatte, also Inzest mit Papa oder Mama, Homosexualität, Masturbation, Exhibitionismus, Voyeurismus und die ganze Palette von all den Perversionen, die man eben damals um 1900 rum eben als solche verstanden hat. Und dann eben zu behaupten, ja, das war in diesem Kind unbewusst natürlich, war das vorhanden, also das hat das kurz erlebt, dann aber verdrängt ins Unbewusste und deswegen kriegt es dann eben später Probleme, weil das wieder aus dem Unbewussten hervordrängt. Das, würde ich sagen, ist der größte Fehler und verbunden damit eben, dass dadurch ein Therapiemodell entsteht, das letztlich in einer Opferbeschuldigung resultiert. Also wann immer jemand kommt und irgendwelche Beschwerden zeigt, dann ist ganz klar, das hat jetzt nichts mit Gewalterfahrungen von außen zu tun oder Schicksalsschlägen oder sonst was, sondern das hat was damit zu tun, dass dieser Mensch als Kleinkind versagt hat, seine Perversionen in den Griff zu kriegen. Das ist für mich der größte Fehler, den Freud gemacht hat. Aber das, was Bonelli draus machen möchte, ja, der Mensch ist keine Maschine, das Bauch-Kopf-Herz-Modell von Raffaele Bonelli ähnelt dem Freudschen Instanzen in wesentlichen Punkten. Das Es und der Bauch sind praktisch identisch, wobei Bonelli zusätzlich auch die Angst im Bauch verortet. Freud hingegen verortet die Angst im Ich. In der Freudschen Tiefenpsychologie steht das mächtige Es im ständigen Konflikt mit dem Über-Ich, das die gesellschaftlichen Normen repräsentiert und das Es einzuschränken versucht. Das Ich, was am ehesten Bonellis Herz entspricht, steht dazwischen, ist aber bei Freud schwach und entscheidungsunfähig. Jetzt muss man ja da sagen, also wüsste jetzt eigentlich nicht zu sagen, inwiefern Freud sich exakt mit dem sozusagen dem Normalverhalten oder dem gesunden Verhalten von Menschen auseinandergesetzt hat. Er war ja immer auf der Suche nach Erklärungen für bestimmte Störungen und da war eben die Hypothese, ja, eben in solchen Fällen ist das Es dominant und versucht eben seine perversen Ziele durchzusetzen gegen das Ich verdrängt das dann und dadurch entstehen dann die Probleme. Das heißt natürlich nicht,
So wie Bonelli sagt, ja, das Ich ist schwach und entscheidungsfähig. Also bei gesunden Menschen würde der Freud vielleicht ja sagen, ja, das Ich hier ist stark und entscheidungsfähig. Also würde das vielleicht gar nicht in Abrede stellen. Und jetzt kommt noch ein Satz von Bonelli. Freuds Determinismus, also die Ansicht, dass das menschliche Verhalten durch unbewusste Triebe oder Traumata dominiert würde, gilt heute jedoch als obsolet, also als überwunden oder eben worüber man heute nicht mehr nachdenkt. Und ja, da muss ich ja, das ist ja wieder so eine doppelte Botschaft. Also zu dem einen Teil würde ich sagen, ja, ganz genau, also diese Triebe da überall anzusetzen, das ist vollkommen bescheuert und das ist unsinnig. Und der andere Teil, dass eben das Verhalten von Traumata dominiert wird, also jedenfalls dann, wenn man es mit psychischen oder psychosomatischen Symptomen zu tun hat, dann gilt das, was der kluge Josef Breuer schon 1880, 82 herausgefunden hat und eben in den Studien über Hysterie dargelegt hat. Also wenn man bei solchen schweren Symptomen nach Ursachen forscht, dann landet man in der Regel bei Traumata. Und das ist eben das, was man am Ursprung eben von ganz vielen Symptomen eben findet, wenn man die Augen aufmacht. Und da geht es jetzt natürlich nicht um Alltagsverhalten. Also natürlich wirkt sich das auch auf Alltagsverhalten aus, aber eben vor allem dann, wenn das dann so symptomatische Qualität bekommt, dieses Verhalten, dieses dysfunktionelle Verhalten, was man eben aufgrund von traumatischen Erfahrungen entwickeln kann. Und ja, wenn man da nach dem freien Willen fragt, also das ist ja quasi ein Überlebensreflex. Also dieses Traumatische bedeutet ja, das ist so überwältigend, dass der Organismus quasi denkt, oh, da muss ich jetzt aufpassen und wann immer noch mal eine vergleichbare Situation kommt, dann reagiere ich am besten so und so und so. Und das wird dann sehr fest abgespeichert, also damit man jetzt eben nicht erst nochmal sich im Wald überlegen muss, ach Gott, wie mache ich das denn jetzt, was habe ich denn da schon mal gemacht, was hat sich denn bewährt, sondern nein, es ist wie im Reflex, springt ein bestimmtes Muster an und auch wenn man sich quasi 100-mal sagen kann, naja, ich will das jetzt aber nicht mehr so, passiert es trotzdem, also da ist der sogenannte freie Wille quasi ausgehebelt, aus Gründen der Überlebenssicherung. Aber das gilt jetzt natürlich nicht für jedes völlig gesunde Alltagsverhalten, das man hat. Das kann man eben sehr leicht auch durch den Willen stärken. Ob ich jetzt zum Einkaufen erst in dieses Geschäft oder jenes gehe, ja, da habe ich den freien Willen, würde ich mal behaupten. Ja, wenn man sich mit dem alten Freud auseinandersetzt, muss man sich mal klar machen, es gibt dort einen extremen Bruch in der Theorie, also wo er als junger Mann zu Beginn quasi etwas sagt, was dann im Grunde den totalen Kontrast darstellt zu dem, was er später sagt. Also ich habe deswegen diese 2 Porträts von ihm so montiert, wo ja quasi dieser Kontrast auch maximal ist. Ja, und eben der junge Freud ist zunächst noch unter dem Einfluss eines sehr klugen Menschen, nämlich des Josef Breuer, der das erfunden hat, ich hatte das vorhin erwähnt, was er selbst Psychanalyse nennt. Und eben der Breuer selbst findet heraus bei seiner Patientin, dass dort immer wieder bestimmte traumatische Situationen dazu führen, dass bestimmte Symptome entstehen, psychosomatische Symptome. Das heißt, es sind körperliche Symptome, die aber keine organische Ursache haben. Und im damaligen Sprachgebrauch hatte man solche Symptome Hysterie genannt. Das ist das, was wir heute psychosomatische Symptome nennen würden. Also, das waren zum Beispiel Dinge, dass sie in einem heißen Sommer zum Beispiel kein Glas Wasser an den Mund setzen konnte. Sie hatte da eine totale Hemmung, es ging nicht. Oder es gab eine Situation, da war der rechte Arm gelähmt. Oder es gab eine Situation, da wurde ihre Hörfähigkeit beeinträchtigt, also sie war dann taub, oder es gab Situationen, da sah sie alles vergrößert. Und
diese traumatischen Situationen, mit denen das verbunden war, da gab es eben für diese körperliche Reaktion auch wirklich klare Ursachen. Also in der Situation, wo sie, ja, das mit dem Ekel oder mit dem nicht das Glas trinken können, ist jetzt geht ein bisschen aus dieser Serie raus. Es geht aber zurück auf eine Situation, wo sie in ein Zimmer kommt, wo ihre Gouvernante dem Hund, der dieser Bertha Pappenheim eben widerlich war, gibt die Gouvernante dem Hund aus einem Wasserglas was zu trinken. Und weil sie aber ein gut erzogenes Mädchen war, war sie nicht in der Lage zu sagen, was fällt Ihnen denn ein? Hören Sie bitte auf, Ihren Hund aus unseren Wassergläsern was zu trinken zu geben, sondern sie hat es erstmal runtergeschluckt. Aber eben sie konnte dann später für lange Zeit, bis der Breuer das aufgelöst hatte, kein Glas Wasser mehr trinken, sondern sie musste dann den ganzen Sommer oder hat dann den ganzen Sommer lang ihren Durst durch saftiges Obst gestillt. Oder in der Situation, als der Arm gelähmt war, das war eine Situation, wo sie beim Vater Nachtwache gehalten hatte den Arm über die Sessellehne gelegt und der Arm war eingeschlafen. Also es hatte sich eine Drucklähmung entwickelt. Also sie konnte diesen Arm tatsächlich nicht bewegen. Und diese Situation war verbunden mit der Wahrnehmung einer Schlange, also das war jetzt keine reale Schlange, sondern wohl nur eine fantasierte, aber in Folge haben schlangenähnliche Gegenstände diese körperliche Reaktion, Lähmung des Armes wieder ausgelöst. Oder dass sie Dinge vergrößert sieht, das geht darauf zurück, dass sie irgendwo in einem Theater gesessen hat und das Begleitheft gelesen hat, hatte aber in dieser Situation Tränen in den Augen, weil sie an ihren Vater gedacht hatte, der so krank war und sah deswegen den Text in diesem Programmheft vergrößert. Also das hat vielleicht der eine oder andere schon mal erlebt. Das kann eben tatsächlich passieren. Das ist ja dann quasi durch die organische Veränderung, dass da so quasi eine Wasserlinse das, was man sieht, noch vergrößert. Und eben es wird da nicht beschrieben, welche Trigger sie jetzt in diese Situation zurückgebeamt haben, aber es gibt dann eben auch Situationen, bestimmte Reize, die bei ihr dazu führen, dass sie Dinge nochmal vergrößert sieht. Also obwohl sie keine Träne im Auge hat, ist das was dann offensichtlich das Gehirn herstellt, ein vergrößertes Bild von dem, was sie gerade vor sich hat. Oder als sie da mit Taubheit reagiert, das ist eine Situation, da macht sie sich Sorgen um den Vater und ist nachts im Haus unterwegs, weil sie dann an seiner Tür lauschen will, ob sie irgendwas von ihm hört, irgendwelche Lebenszeichen. Und da kommt ihr Bruder an, der war ein Jahr jünger und war so quasi der Prinz im Haus und der durfte seine Schwester, die eben wie gesagt älter war als er ein Jahr, durfte der misshandeln oder behandeln, wie er wollte. Und er hat sie da wohl in der Situation ganz heftig geschüttelt. Und ich würde vermuten, dass bei diesem Schütteltrauma sozusagen ein Hörnerv quasi in Mitleidenschaft gezogen worden ist, ebenso ähnlich wie bei einer Drucklähmung, dass dann dieser Nerv eben für den Moment nicht funktioniert, so dass sie eben nichts mehr hört. Und infolge davon konnte eben ein geschüttelt werden, zum Beispiel bei einer Kutschfahrt, einfach auch nochmal dieses Symptom der Taubheit auslösen. Also das ist Psychosomatik und der Breuer hat eben wahrgenommen, wenn ich der Patientin helfe, nochmal zu den Ursprung dieser Symptomatik zurückzugehen und wenn ich ihr helfe, das auszusprechen, was sie da erlebt hat und ihre Gefühle, die damals angemessen waren. Und das ist eben so abgelaufen, dass er diese Frau dann sehr, sehr ernst genommen hat. Also der hat dann nicht gesagt, nö, also das hat mit ihrem Selbstwertgefühl nichts zu tun, sondern das ist ihr Perfektionismus, also so wie Therapie à la Bonelli. Ja, oder wenn Sie jetzt sagen, Sie kommen aus einer dysfunktionalen Familie, also das ist schon mal ganz schwierig, weil was wissen Sie eigentlich und bla bla bla. Das ist bonellische Suggestion und bonellische Missachtung und Empathielosigkeit. Was der Breuer gemacht hat, er hat seine Patientin verstanden und er hat ihr sehr genau zugehört und er hat sie sozusagen erstmal auch bestätigt und hat ihr geholfen, ihre eigenen Gefühle, nicht seine, die er jetzt vielleicht hätte entwickeln können wie Bonelli, sondern eben wirklich das, was sie gefühlt hat,
zum Ausdruck bringen zu lassen. Und das ist das, was heilt. Nicht, was Bonelli macht, ja, jetzt erzähle ich Ihnen mal, was eigentlich in Ihnen abläuft oder was eigentlich wichtig ist, das arbeiten wir jetzt mal heraus. So, das ist Bonellische Therapie oder eben, das ist auch das, was eben sein Lehrmeister Freud eben durchexerziert hat in einer ganz, ganz perversen und radikalen Art und Weise, nämlich eben, ja, ich weiß besser, was in Ihnen abläuft und eigentlich ja, haben Sie jetzt ja im Kopf gehabt, Sex mit dem Vater, oralen Sex mit dem Papa, ja, das ist Ihr Symptom oder dass Sie dann ja eigentlich leidenschaftliche Masturbantin sind und homosexuell sind Sie übrigens auch noch. Aber da kommen wir gleich noch drauf, um diese grandiosen und brillante Leistung von Freud uns da mal genauer anzugucken. Also von diesem Josef Breuer lernt der Freud und versucht dann quasi mehr schlecht als recht dieses Modell zu übernehmen und traktiert da eben auch Patienten. Ich komme dann gleich noch auf ein Beispiel, wo gezeigt wird, in was für einer miserablen Art und Weise er damit umgeht. Also er geht dann so vor, ich habe im Kopf, was da jetzt deren Problem ist und jetzt rede ich der mal oder kläre ich die mal auf, was da eigentlich jetzt los ist und ja, das hilft ja dann, wenn ich das mal ausspreche. Das ist eben Inhalt eines Buches, das der Josef Breuer zusammen mit dem Freud im Jahr 1895 publizieren, die Studien über Hysterie. Das ist so quasi wie das Urbuch der Psychotherapie. Und eben da hat der Josef Breuer wirklich sehr, sehr grandios beschrieben, was er mit der Bertha Pappenheim gemacht hat. Wenn man das auch noch tiefer verstehen will, dann muss man auch die Biografie von Albrecht Hirschmüller über Josef Breuer dazu nehmen, weil dort sind auch noch originale Arztbriefe von Josef Breuer an eine Klinik in Kreuzlingen abgedruckt. Das ist so quasi, das macht eben wirklich verständlich, was der Breuer bei seiner Patientin verstanden hat. Und das ist ein himmelweiter Unterschied zu dem, was Sigmund Freud daraus macht. Also er versucht das jetzt so ein bisschen halbherzig mit zu übernehmen. Er selbst hat zu dem Zeitpunkt auch schon sich mit Hypnose beschäftigt. Also das ist das, was Josef Breuer eben auch macht, einsetzt, weil die Hypnose die Möglichkeit schafft, dass die Betreffenden wirklich tatsächlich nochmal ihr altes Wissen um Zusammenhänge mobilisieren und das dann eben auch gut aussprechen können. Also dazu muss man auch noch sagen, es gibt zwei wirklich grundsätzlich unterschiedliche Methoden der Hypnose. Es gibt auf der einen Seite die sogenannte Fremdhypnose, also wo der Hypnotiseur versucht, sich zu überlegen, naja, was braucht der jetzt? Also was weiß ich, im simpelsten Fall, so wie das eben Freud dann auch offensichtlich in seinen Fällen versucht hat. Also er versucht, die Leute in so einen hypnotischen Schlaf zu versetzen und dann zu sagen, so, und das Symptom verschwindet, das Symptom verschwindet, das Symptom verschwindet. Oder er macht das dann auch mal scherzhaft mit einer Patientin, der sagt, ja, und jetzt immer wenn Sie über diesen Ort nachdenken, dann fällt Ihnen der Name nicht ein. Also wie man das scheinbar auch machen kann, wie man das auch manchmal auf der Bühne sieht, ja, jetzt entfällt Ihnen die Zahl 7. So, also das sind so Scherze, das hat Freud auch eben mit einer Patientin gemacht und ja, der Breuer hat ihm dann quasi, das schreibt er dann auch in dieser Fallgeschichte, also der Freud selbst schreibt das dann, der Breuer hätte ihn da jetzt irgendwie zurechtgewiesen. Also damit treibt man keinen Schabernack. Aber das ist eben Freud. Und im Gegensatz zu dieser Fremdhypnose, wo man eben versucht, dem anderen jetzt irgendwas da einzureden, vielleicht eben auch nur Schabernack, ist eben das, was Breuer macht, so quasi eine selbstorganisatorische Hypnose. Das heißt, er bringt die Patientin mit ihrem eigenen Unterbewussten in Kontakt, hilft ihr so quasi im Kontakt mit diesem eigenen Unterbewussten rauszufinden, was war da eigentlich los und dafür dann die passenden Worte zu finden und geht da ganz, ganz vorsichtig mit ihr um und käme niemals auf die Idee, jetzt der irgendwas einreden zu wollen, was da jetzt genau in ihrem Kopf eigentlich vorgegangen ist, sondern hört dieser anderen Person zu. Aber das ist immer noch der junge Freud, der eben da mit Josef Breuer zusammen so quasi auf die Bühne tritt.
Aber damit beende ich jetzt erstmal den Teil 1 und gehe im nächsten Teil dann darauf ein, wie Sigmund Freud sich überwiegend unter dem Einfluss von dem Wilhelm Fliess sich zunächst in seiner Traumatheorie noch total zuspitzt und dann aber auch noch das vollkommen verdreht in seine Triebtheorie und dabei dann den Ödipus-Komplex erfindet. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und